meine lieben Freunde von Altem Lego. Im 4. Aufbauvideo der klassischen Legoland-Stadt mit den beweglichen Minifiguren kommen wir heute zu meinen ausdrücklichen Lieblingspackungen. Das sind die Sondersets mit den Häuserzeilen auf den Straßenplatten von 78 bis 83. Die in keinem Standardkatalog waren und die es bei uns nicht überall zu kaufen gab. Schon im ersten Jahr der neuen beweglichen Minifiguren gab es 2 wunderbare Exklusivsets mit Häuserzeilen auf Straßenplatten. Mit den für Werbesets reservierten hohen Tausender-Artikelnummern. Wir beginnen mit der Schokomehlfabrik 1620 aus 210 Teilen, die ich mir original gekauft habe. Das Werbeset ist 1978 herausgekommen. Ich habe hier eine originale Werbeanzeige aus einer niederländischen Zeitschrift. Das Werbeset wurde von der bekannten holländischen Kakaomarke Chocomel gesponsert, die damals zum Unternehmen Nutritia gehörte. Man konnte 3 Rabattmarken sammeln und bekam dafür das Werbeset im Spielwarenhandel um 19,95 Gulden anstatt um 23,50 Gulden. Das würde heute etwa 25 € anstatt 30 € entsprechen. Diese Rabattaktion endete am 15. September 1978. Hier ist noch eine dritte Werbeanzeige. Bei mir ist das ganze Set in besonders schlechtem Zustand erhalten. Man kann auf der Bauanleitung aber noch die alternativen Bauvorschläge erkennen. Auf dem Titelbild wurde ein Prototyp fotografiert mit einem vorläufigen weißen Schokomelaufkleber. In derselben Bauanleitung gibt es dann den richtigen gelben Aufkleber. Ganz genauso wie er hier bei meinem Set aufgeklebt ist. Und auch auf der Verpackung ist der gelbe Aufkleber. Dieses Foto habe ich aus der Bricklink-Datenbank. Bei diesem Set können wir uns einige Gedanken über die originalen Papieraufkleber machen. Sie sind hier vollständig abgenutzt und es ist kaum noch etwas zu erkennen. Aber das Set wirkt damit einfach viel echter. Man kann natürlich nach besseren Qualitäten suchen, aber die Replacement-Stickers sind grafisch bearbeitet und schauen mit den viel dickeren Linien am Anzug ganz anders aus. Mich stört auch immer der unnatürliche Glanz der neuen Aufkleber. Ich habe mir die Replacement-Stickers gekauft, weil bei meinem Set die Hausnummer 16 gefehlt hat. Aber es würde mir niemals einfallen, das originale, abgenützte Firmenschild mit einem neuen Aufkleber zu ersetzen. Die Spielfunktionen des Sets werde ich in einer Woche beim Übersichtsvideo zeigen. Das zweite Werbeset von 78 ist der Vitabix Stadtplatz 1589 aus 413 Teilen mit 5 Minifiguren auf 2 Straßenplatten. Eines der zahlreichen Vitabix-Aktionssets wie die Burg von 70 und das Dorf von 76. Wenn die Kinder Punkte von den Frühstücksflockenpackungen sammelten, konnten sie das Set um 6,95 Pfund anstatt 10,25 Pfund bestellen. Bei diesem Set habe ich die Suche nach einem originalen Stück aufgegeben, alles nachgebaut und mit den Ersatzaufklebern dekoriert. Ausschlaggebend für diese Entscheidung war die gestreifte Markise auf den 33-Grad-Dachsteinen. Das ist das einzige Set, wo der Geschäftsmann 2 Knöpfe auf seinem Anzug hat. Für eine Originalfigur muss man immerhin 10 € ausgeben. Ich nehme die Unstimmigkeiten in Kauf und habe dafür eine sehr günstige Ergänzung zu meiner Stadt. Das ist das dritte Set mit dem seltenen Bus-Stop-Schild, das auch in der Autobushaltestelle 379 von 79 dabei ist. Als Weiterbaumöglichkeit für diese Stadt haben wir uns ja schon den Supermarkt aus dem Ideenbuch angeschaut.
Der interessante Bus mit seinen 2 Hausfenstern und 6 Einstiegstüren hat einen besonderen Kühlergrill-Aufkleber mit 2 Scheinwerfern. Hier sehen wir das seltene Busstoppschild, den Aufbau der Haltestelle mit dem Ticketschalter, das Wartehäuschen mit der Fahrplantafel, die Fensterfront mit den gegenständig eingebauten Fensterrahmen und den Fahrkartendrucker im Ticketschalter. 1979 gab es auch noch 2 kleine Stadtgebäude. Die Garage 361 aus 75 Teilen mit den alten Flügeltüren von 76 und einem bedruckten Schriftstein in der alten Stadtplantradition. An allen Seiten sind 5 neue Fenster und auf der Seite eine Eingangstür. Die Garage steht auf 2 kleinen getrennten 8x16 Grundplatten. Der Hausmeister mit dem blauen bedruckten Arbeitsanzug ist eine der ersten Minifiguren mit dem neuen braunen Haarteil. An der Hofmauer ist ein Werkzeugständer aus dem Gartenzaun. Es ist eine der letzten klassischen Snot-Anwendungen, weil es damals noch keine Halteclips gab. Das zweite Kleingebäude ist die Imbissbude 675 aus 56 Teilen. Es gibt keine Aufkleber, alle Teile sind bedruckt. Wir haben hier die neue Kochmütze und die neuen Kaffeetassen. Bemerkenswert ist der rechteckige Wegweiser, der sonst nur als Bahnhofsschild verwendet wurde. Es gibt nur eine kleine grüne 8x16 Grundplatte. Der Tannenbaum muss getrennt stehen. Auf der Seite ist die Eingangstür. Es gibt eine wunderbare Einrichtung mit Registrierkasse und Rundsteinen als Senf- und Ketchupflaschen. Ein besonders gut gelungenes Set. Das nächste legendäre Sonderset ist das Volksfest in der Altstadt, 1592 aus 419 Teilen, auf 2 Straßenplatten mit 11 Minifiguren. Es ist zwischen 1980 und 1983 zu verschiedenen Anlässen herausgekommen. Zuerst 1980 als 4. Vitabix Lego-Werbeaktion in Großbritannien mit dem Thema Volksfest in der Lego-Stadt. Als Datum ist der 30. August 1980 aufgedruckt. 1982 kam das Set als Januar-Neuheit in den britischen Standardkatalog. In Deutschland wurde das Exklusivset 83 von der Spielwarenkette Wedes und vom Spielzeugring angeboten, unter der Bezeichnung Stadtmilieu, um 49 Mark. Und 83 kam die niederländische Version heraus, als Werbeset für die Unox-Suppe der Firma Unilever. Für 3 Verpackungen mit Cassabon bekam man das Set um 39,95 Gulden anstatt um 69,50 Gulden. Die Aktion lief bis Dezember 83. Auf den niederländischen Aufklebern werden Fisch und Chips zu Suppe mit Wurst, das Buchgeschäft zum Kiosk und der Karneval zum Festival. Die lästigen Markisenaufkleber gehen bei diesem Set sogar über 3 Steine ums Eck. Ich habe mir keine große Mühe und Späßen gemacht und wieder Replacement-Stickers verwendet, die natürlich immer viel zu neu und glänzend ausschauen, im Vergleich zu den originalen abgenützten und vergilbten Aufklebern. Bei der Kombination von alten und neuen Teilen ist das ziemlich unangenehm. An die Burgmauer oder Stadtmauer, links und rechts von den prächtigen Stadt- oder Palasttoren, kleben wir die 2 Festivalplakate. Das Volksfest geht vom 28. August bis zum 4. September. Am Plakat sehen wir die blumengeschmückte Volksfestkönigin und einen Mann mit rotem Filzhut mit Feder. Das zweite Plakat kleben wir an die rechte Seite. Dann können wir wieder die Straßenlampe und die teure Zypresse aufstellen. Mit dem Volksfestthema kann man die Ritterparade und die Pferdekutsche mit der modernen Stadt perfekt verbinden.
Das ist das einzige gebaute Pferd mit aufgeklebten Augen vom Stickerbogen. Der schwarze Zylinder kam bis 96 nur in diesem Set vor. Für die Lebensdaten am Statuensockel habe ich keine Bedeutung gefunden. Für die 4 Ritter gibt es 7 Aufkleber. Ich habe teils bedruckte Schilde überklebt, weil es die unbedruckten hellgrauen Schilde sonst nur bei der Ritterburg gegeben hat. Und man hat die ja auch nicht so haufenweise herumliegen. Die Replacement Stickers sind viel genauer gedruckt und geschnitten als die Originalaufkleber. Ich wundere mich immer, mit welcher Präzision sie ausgestanzt sind. Die Oberkörper werden an 2 Seiten, vorne und hinten beklebt. Das sind eigentlich die ersten Vorläufer der Löwenritter. Hier können wir links eine nachgebaute und rechts eine originale Stadtwache vergleichen. Den Unterschied sieht man in der Mattigkeit der Aufkleber und dass die originalen Aufkleber nicht so präzise gedruckt und gestanzt sind wie die nachgedruckten Ersatzaufkleber. Die Ritter nehmen in ihren historischen Kostümen am Umzug beim Volksfest teil, aber ich sehe sie auch sehr gern als Royal Guards, die zur Wachablöse vor den Königspalast marschieren. Auf den Zinnen des Torturms steht auch noch eine Stadtwache mit Hellebarde. So kann man perfekt Ritter, gelbe Burg und moderne Stadt kombinieren. Das Set wirkt im Mittelalter genauso gut wie in der modernen Zeit. Eine wunderschöne Altstadtszene, die perfekt zu Weetabix Häuserzeile von 78 dazu passt. Die Imbissbude, das Burgtor und das wunderschöne Fachwerkhaus sind mit den vielen Spielmöglichkeiten Ritter, Kutsche und Auto kombiniert. Im nächsten Übersichtsvideo werde ich den Torbogen ergänzen, der hinten im Turm fehlt. Deshalb habe ich in der Eile den ersten Stock vom Turm falsch nach vorne versetzt aufgesteckt. Jetzt kommen wir zum nächsten großartigen, wunderbaren Set. Auf 2 verbundenen Straßenplatten die amerikanische Hauptstraße 6390 von 1980 aus 548 Teilen. Die legendäre Hauptstraße war ausschließlich in den USA im Verkauf. Das Set wurde 2003 unter der Nummer 10.041 in der Legends-Serie neu herausgebracht. Das Set enthält die Baustelle vom Legoland Hotel und ein Autohaus. Ich habe es mir trotz Zoll- und Versandkosten direkt aus Amerika schicken lassen. Legendär ist hier schon die Bauanleitung. Auf einer Doppelseite gibt es nämlich eine wunderbare Bildergeschichte vom Bau des Legoland Hotels. Zuerst stellen die 2 Arbeiter mit dem Baukran das Hotel aus Fertigteilen auf, heben die Simse auf das Dach und unten links gibt es schon die Firstfeier. Dann bauen die Arbeiter den Kran ab, weil sie die Kranschiene für das Hotelschild brauchen. Die Einrichtung kommt in die Zimmer und das große Hotelschild wird mit 2 Winkeln am Dach festgeklemmt. Auf der Rückseite der Bauanleitung sieht man das fertige Hotel und die Bauarbeiter laden noch die letzten Verkehrszeichen auf den Lastwagen. Hier sehen wir die Baustelle mit dem Baukran. Ich habe mir noch Baumaterial für einen zusätzlichen Stock zurechtgelegt. Das ist ja bei Lego alles kein Problem. Vor der Eingangstür ist ein Eingangsbereich mit einem Oberlicht aus Raumschiff-Windschutzscheiben. Darüber hängt die schöne Flagge. Für das große Hotelschild muss man eine der 4 2x14 Abdeckungen vom Bahnübergang nehmen, die hier als Kranschienen eingebaut sind. Beim Set sind nur 4 Stück davon dabei und die beklebte Fliese kann man nicht mehr für den Kran verwenden. Man muss sich also noch ein 5. Stück getrennt dazu kaufen. Jetzt drehen wir die Baustelle um
und schauen hinten in das Hotel hinein. Unten gibt es eine Rezeption und oben 2 Hotelzimmer mit einer Zwischenmauer und 2 Einzelbetten. Das zweite Gebäude in der Hauptstraße ist ein Autohaus. Oben haben wir ein Büro mit 2 kleinen Tischchen aus Raumschiffstützen, 2 Drehsessel, ein Computer und am Tisch liegt eine Karteikarte. Im Erdgeschoss ist der Ausstellungsraum mit dem gelben Cabrio zum Verkauf und ein Tischchen mit Werbematerial. Auf der Straßenseite ist die Eingangstür und ein großes Schaufenster ohne Glas. Am Straßenrand steht eine Zypresse, 8 Blumen und ein Laubbaum, 4 Verkehrszeichen, eine Straßenbank und ein Popcornstand mit einem kleinen, rot-weiß gestreiften Sonnenschirm. Hier können wir auch die Replacement-Stickers vergleichen. Sie schauen viel zu neu aus und kommen nicht an die alten, abgenützten Originalaufkleber hin. Das ist vor allem bei der Kombination von originalen und ersetzten Teilen sehr störend. Wir wollten ja auf dem Hotel noch einen zusätzlichen Stock aufbauen. Was machen wir da, wenn unser kleiner Baukran von 1980 zu niedrig ist? Wir brauchen dringend einen höheren Baukran. Wenn ich mich nicht täusche, kam der nächste Baukran erst 2006 heraus, mit der Nummer 7905. Hier sehen wir den gewaltigen Größenunterschied zwischen dem winzigen alten und dem riesigen neuen Baukran. Genauso sind im Vergleich zu den alten Autos der 80er Jahre die neuen Autos viel größer gebaut und passen im Maßstab überhaupt nicht mehr zu den alten Autos dazu. Dieser Größenvergleich zeigt, wie klein, kompakt und übersichtlich die 80er Jahre Stadt doch war, im Gegensatz zu den heutigen Megasets. Mit diesem Größenvergleich zwischen altem und neuem Lego sind wir heute auch schon wieder am Ende des Aufbauvideos von den Häusern auf den Straßenplatten angelangt. Am nächsten Freitag werde ich noch ein 5. Aufbauvideo anhängen mit der Eisenbahn von 78 und 79. Die erste Generation der klassischen Legoland-Stadt hatte nämlich immer noch die blaue Eisenbahn, von denen wir am nächsten Freitag alle 4 Sets von 78 aufbauen werden. Das ist wieder eine kleine, unbekannte Übergangsspielwelt von der alten zur neuen Eisenbahn, die von den klassischen Vintage-Sammlern überhaupt nicht beachtet wird. Bis dahin verabschiede ich mich von euch, bedanke mich, dass ihr alle zugesehen habt und wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Auf Wiedersehen!